Also zuerst mal muss ich vielleicht vorneweg sagen, dass ich selber ein Sammler bin von Keramik aus der Zeit des 20. Jahrhunderts mit so Schwerpunkt in englischer Keramik. Und dann war ich total fasziniert da unten in diesem riesigen Lager und habe mich dann konzentriert auf die Figurinen der Meißner Manufaktur, der Nymphenburger Manufaktur und habe dann gemerkt, dass es einen großen Überhang an Papageien hat. Das hat natürlich damit zu tun, dass im 18. Jahrhundert diese Faszination des Fremden und eine große Bedeutung gespielt hat und das Hereinholen von diesen Fremden in die europäische bürgerliche und aristokratische Welt. Und dann habe ich mich entschieden, dann diese Arbeit zu machen mit dem Bezug zum Film von Werner Herzog, Aguirre oder Der Zorn Gottes, der auch dieses Thema stark des Kolonialismus in sich trägt. Ich habe mich entschieden, Glasarbeiten zu machen. Das Glas ist auch eine Möglichkeit, nochmals ganz anders zu arbeiten. Ich konnte das in München bei der Mayer'schen Hofkunstanstalt realisieren. Das ist ein sehr stark handwerklicher Prozess und so. Ich habe dann eigentlich immer diese Vögel, diese Porzellanfigurinen im Kopf gehabt und habe dann praktisch eine Antwort gesucht zu diesen Papageien. Es gibt aber auch mehrere Stills, die sich direkt auf den Film beziehen, wo es darum geht, das goldene Land, das Eldorado zu entdecken. Sehr stark fasziniert, auch natürlich mit Kinski in der Hauptrolle und sein Wahnsinn. Es gibt Frauenfiguren, die gezeigt werden. Das ist eigentlich der Beginn des Rundgangs hier auf der Etage. In der ersten Vitrine beginnen wir mit diesen beiden Frauen. Dann gibt es Textarbeiten. Das eine Zitat ist von Aguirre selber. Also da gibt es wieder diesen direkten Verweis auf die Vögel. Und dann gibt es eine Textarbeit Ale Cannibal, das ist auch der Titel der Arbeiten. Ale Cannibal bezieht sich auf einen Totenschädel. Das ist auch natürlich so ein Verweis auf unsere Haltung, also diese europäische Haltung gegenüber dem sogenannten Wilden. Ich finde es auch sehr schön, jetzt den Hinweis auf das weiße Gold natürlich. Das ist ja praktisch dasselbe, was in diesem Eldorado suchen, ne? Und ich bin in meiner künstlerischen Arbeit eigentlich immer interessiert, an diese Schnittstellen heranzugehen, an Sachen, die sich eigentlich sehr ausschließen oder sehr auch schmerzhaft sein können. Das latente Zusammenführen von Gewalt und Schönheit und Fragilität. Und ich habe eine Woche lang auch experimentiert. Die Farbe der Malerei ist eigentlich auch, hat Bestandteile von Glas. Das wird gebrannt bei ungefähr 600 Grad. Die Farbe, die schmilzt aus und verbindet sich mit dem Glasträger. Also man ist eigentlich sehr nahe beim Aquarellieren. Also man kann praktisch Schicht um Schicht auftragen. Ich habe mich ja praktisch ein Leben lang mit dem Aquarell beschäftigt. Das ist so eine große Thematik in meinem Werk. Und jetzt habe ich halt einen großen Sprung gemacht mit dieser Ausstellung.